Was läuft, ihr Rabauken? In diesem Video gebe ich euch 5 Tipps für bessere Videoaufnahmen, die in den meisten Fällen einfach viel zu kurz kommen. Wenn euch dieses Thema interessiert, bleibt unbedingt dran. Nach dem Intro geht's weiter. Hi, mein Name ist Eugen und ihr seid hier auf Lahorsche TV. Und wenn euch Themen rund um die Videografie interessieren, dann lasst gerne ein Abo da, falls es nicht passiert, und aktiviert auch die Glocke, damit ihr in Zukunft keine Videos mehr von mir verpasst. In letzter Zeit lese ich häufig Kommentare auf anderen Kanälen, in denen nach Tipps für cinematische Videos gefragt werden. Als wenn es nichts mehr Wichtigeres gibt auf diesem Themengebiet. Ich könnte euch jetzt natürlich einen davon erzählen, dass ihr unbedingt in jedem eurer Videos oben und unten eine Cinebar platzieren, am besten in einer hohen Framerate filmen und natürlich epische Musik unterlegen müsst. Aber werden eure Videos dadurch wirklich besser? Denn sind wir mal ehrlich, wer die Basics nicht beherrscht, betreibt am Ende des Tages auch nur Schadensbegrenzung. Ich meine, ich kenne das von mir selber sehr gut und jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, ist durch diesen Prozess gelaufen. Es gibt wie so oft im Leben einfach keine Abkürzung. Deshalb will ich euch auf diesem Weg 5 Tipps geben, wie ihr wirklich eure Videos besser machen könnt. Tipp Nummer 1. Bereitet eure Projekte ordentlich vor. Meine ersten Videoprojekte habe ich auch immer sehr spontan gefilmt und musste während des Drehs feststellen, dass ich keine Ahnung hatte, was ich da mache. Die Drehs waren teilweise sehr unstrukturiert. Ich hatte Szenen doppelt und dreifach im Kasten, während ich andere Sachen komplett vergessen hatte. Die musste ich dann entweder nachdrehen oder irgendwie so retuschieren, dass ich klarkam. Macht euch bereits im Vorfeld Gedanken darüber, was euer Video aussagen soll. Und basierend darauf könnt ihr dann eine Shotlist erstellen mit Szenen, die ihr unbedingt benötigt. Und hackt diese, wenn ihr die gefilmt habt, einfach ab. So seid ihr auf der sicheren Seite, dass ihr auch alles im Kasten habt. Außerdem solltet ihr euch bereits im Vorfeld Gedanken machen, mit welcher Framerate ihr filmen wollt. Auch wenn Zeitlupenaufnahmen oft cinematisch rüberkommen, und machen wir uns nichts vor, an richtiger Stelle sind sie es auch, wirken diese Aufnahmen unter Profis aber auch sehr amateurhaft, wenn diese über den ganzen Film eingesetzt werden. Man erweckt einfach den Eindruck, dass man typische Anfängerfehler bei Kamerabewegungen verstecken möchte. Außerdem werdet ihr schnell feststellen, dass wenn ihr mit einer hohen Bildrate aufnehmt, euer Projekt aber nur 24 Bilder die Sekunde hat, euer Material anfängt zu stottern. Das kommt einfach daher, dass eure Schnittsoftware versucht, euer Footage an das Projekt anzupassen und schmeißt dadurch einzelne Frames einfach raus. Also, das heißt, plant eure Projekte. Tipp Nummer 2. Bei Tipp Nummer 2 bleiben wir direkt mal bei der Vorbereitung. Kontrolliert vor jedem Shooting euer Equipment. Das ist so unfassbar wichtig. Ich denke, jeder Foto- und Videograf musste bereits die schmerzhafte Erfahrung machen, dass beim Shooting entweder die Akkus leer waren oder die Schnellwechselplatte einfach zu Hause liegt und dadurch das Stativ nicht genutzt werden konnte. Mir ist es zum Beispiel auch oft passiert, dass ich während des Shootings feststellen musste, dass ich die Karte vorher nicht formatiert habe und dann während des Shootings immer mal wieder einzelne Bilder rauslöschen musste. Wenn ihr bei einem Job keinen Zeitdruck habt oder wenigstens einen Laptop oder ähnliches dabei habt, dann ist das noch gar kein so großes Problem. Aber wenn ihr auf einer Hochzeit seid, zählt jede Sekunde. Und wenn euch dann aufgrund einer vollen Speicherkarte ein Moment flöten geht, das könnte der Genickbruch für euer Image sein. Außerdem solltet ihr vor jedem Job eure Objektive reinigen. Gut, bei Fotos könnte man jetzt natürlich in der Postproduktion alle Flecken wegretuschieren. Aber wenn wir mal bei dem Beispiel Hochzeit bleiben, dann können das mal so zwischen 1000 und 2000 Bilder werden. Dann viel Spaß. Bei Filmaufnahmen ist das Ganze noch ein bisschen schlimmer. Klar, auch da kann man in der Postproduktion ein bisschen was retten, aber das ist mit einem hohen Zeitaufwand verbunden und das ist auch nicht garantiert, dass es am Ende auch gut aussehen wird. Ihr solltet auch gelegentlich den Sensor eurer Kamera reinigen. Aber Vorsicht! Wenn ihr nicht wisst wie, solltet ihr das unter gar keinen Umständen selbst machen. Gebt daher lieber eure Kamera einem Fachmann, der die Reinigung dann für euch übernimmt. Daher checkt immer vorab eure Akkus, eure Speicherkarten, ob euer Zubehör vollständig ist und reinigt euer Equipment fachgerecht. Tipp Nummer 3. Wir bleiben direkt mal beim Equipment. Und ich habe als erstes direkt mal eine Frage an euch. Ihr bewegt euch mit eurer Kamera auf ein Objekt zu.
In welche Richtung müsst ihr den Fokusring drehen, damit das Objekt immer im Fokus bleibt? Diese Frage müsst ihr intuitiv beantworten können. Denn während des Drehs muss jeder Handgriff sitzen. Und ich weiß schon, was einige von euch jetzt wieder sagen werden. Aber ich kann doch auch den Autofokus nutzen. Ja, könnt ihr. Klar könnt ihr auch den Autofokus nutzen. Canon hat zum Beispiel eine der besten Autofokus-Systeme, besonders dann, wenn Gesichter im Fokus stehen. Es kommt aber auch nicht selten vor, dass die Kamera plötzlich etwas fokussiert, das ihr gar nicht fokussiert haben möchtet. Oder in einem entscheidenden Moment gar nicht weiß, was fokussiert werden soll und das Objektiv auf einmal anfängt verrückt zu spielen. Daher solltet ihr auch unbedingt das manuelle Fokussieren beherrschen, wodurch ihr auch einen kreativen Spielraum habt, den ihr beim Autofokus eben nicht habt. Außerdem kursiert immer noch das Gerücht, dass teures Equipment automatisch bessere Ergebnisse liefert. Wenn ihr jetzt aber als Anfänger mit einer Red Ranger filmt, ihr aber keine Ahnung von der Materie habt, werden eure Aufnahmen trotzdem nicht besser. Ihr solltet daher immer zuerst lernen, mit dem umzugehen, was ihr bereits schon besitzt. Und selbst wenn es nur euer Smartphone ist. Die neueren Modelle, wie mein Samsung S10 zum Beispiel, haben auch eine Pro-Video-Funktion, bei der ich sämtliche Einstellungen selbst vornehmen kann. Und bei der Bildqualität heutzutage können unsere Smartphones definitiv mit den DSLRs mithalten. Das ist aber auch ein grundsätzlicher Tipp, den ich immer wieder weitergebe. Nutzt immer das Equipment, das ihr bereits schon besitzt. Ihr werdet auch feststellen, dass ihr euer Können viel besser ausbaut, wenn ihr in euren technischen Möglichkeiten begrenzt seid. Da ihr einfach kreativ werden müsst, um an euer Ziel zu gelangen. Also, lernt euer Equipment bis ins kleinste Detail. Tipp Nummer 4. Beim vierten Tipp muss ich mir leider auch wieder selbst an die eigene Nase packen. Denn auch ich war von der Corona-Faulheit schwer betroffen. Und genau das musste ich vor einigen Tagen auf die harte Tour merken. Ich hatte nach einer langen Durststrecke mal wieder einen Videojob. Ich war mit meiner guten Freundin Karina unterwegs und habe mit ihr und ihren selbstgemachten Ketten einige Videos aufgenommen. Checkt auch unbedingt mal ihre Instagram-Seite, den Link packe ich unten in die Beschreibung rein. Schon während des Drehs habe ich schnell gemerkt, dass ich mit jeder Minute, die ich die Kamera halte, einfach immer schwächer geworden bin. Ich filme aktuell mit der Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K mit vollständigem Rig, externem Monitor und einigen Akkus. Und so komme ich schnell auf ein Gesamtgewicht von fast 5 Kilo. Dieses Gewicht wird natürlich auf Dauer sehr, sehr unangenehm. Und auch wenn wir nur 2,5 Stunden aufgenommen haben, kam es mir vor wie eine Ewigkeit. Ich war nach dem Dreh fix und fertig. Und wenn es jetzt eine große Produktion gewesen wäre, die sich vielleicht sogar über 2 oder 3 Tage gezogen hätte, hätte ich mich direkt abmelden können, da ich am nächsten Tag einfach den Muskelkater des Todes hatte. Und ich weiß, ja, auch dafür gibt es Hilfsmittel, aber da verweise ich gerne euch auf Tipp Nummer 3. Nutzt das, was ihr habt. Mit anderen Worten solltet ihr nicht nur Zeit in eure Technik und in euer Können investieren, sondern auch in euren Körper. Werdet fit und baut Muskeln auf. Denn das Letzte, was ihr beim Shooting gebrauchen könnt, sind verwackelte oder zitternde Aufnahmen, weil eure Muskeln allmählich schlapp machen oder ihr im schlimmsten Fall sogar den Dreh abbrechen müsst, weil ihr einfach erschöpft seid. Tipp Nummer 5. Und der 5. und letzte Tipp ist: üben, üben und nochmal üben. Ich meine, ich kenne das aus meiner eigenen Vergangenheit allzu gut. Ich habe mir eine neue Kamera gekauft, war voller Vorfreude. Und dann waren die ersten Aufnahmen einfach nur Schrott. Und so schwindet die Motivation, langsam, aber sicher. Aber soll ich euch was verraten? Das ist völlig normal. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Nehmt eure Kamera oder euer Smartphone, geht raus, filmt, was das Zeug hält. Und wenn ihr Fehler macht, who cares? Das gehört zum Lernprozess einfach dazu. Seht euch euer Material an, macht euch Notizen, was ihr besser machen könnt, geht raus und probiert es erneut. Und wenn ihr nicht weiter wisst, schaut euch Lernvideos an und setzt das Gelernte direkt um, denn nur so könnt ihr besser werden. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr filmen sollt, dann sucht euch ein Video raus, das euch sehr gut gefällt und versucht es 1:1 zu kopieren. Wiederholt diese Übung und wendet die gelernten Techniken auf ein eigenes Projekt an. Ihr werdet auch merken, dass ihr auf diesem Weg schnell euren eigenen Stil finden werdet. Es ist übrigens auch nicht unüblich, dass Videografen sich bei anderen Videos Inspiration holen. Habt also kein schlechtes Gewissen, wenn ihr bei einem anderen Kreativen abguckt. Wir sind hier schließlich nicht in der Schule bei einem Vokabeltest, oder? Ich hoffe, ihr konntet einiges aus diesem Video mitnehmen. Und wenn ihr heute etwas gelernt habt, dann liked dieses Video und hinterlasst gerne einen Kommentar.
Außerdem könnten die beiden Videos hier an der Seite euch auch noch interessieren. Also, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video und tschüss.